danken dir, oh Vater, für die Wahrheit in Christus. Oh Herr, dass man muss von Gott geboren sein. Man nicht von ihm geboren sein, man wird ewig verloren sein. Oh Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zeigst uns auch, wie wir dir folgen sollen. Und so, oh Vater im Himmel, ich bitte dich, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Erfülle mich mit deinem Geist, damit ich dein Wort predigen kann. Und hilfe uns, o himmlischer Vater, wahren Nachfolger des Herrn Jesu Christi zu sein. Und wir beten in seinen hochheiligen Namen. Amen. Und ich kann mal ruhig sitzen. Nun, Paulus ermahnte die Korinther als seine geliebten Kinder. Er hat sie zum Herrn geführt und liebte sie. Er wäre ganz froh, wenn die Korinther herrschten. Schauen wir dort in Vers Nummer 8. Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns und wolltet Gott, dass ihr doch herrschtet. Auf dass auch wir mit euch herrschen könnten. Sag mal, das wäre mal wunderbar, das wäre mal herrlich, wenn er herrscht, weil das würde mal geschehen. Paulus wird auch dabei sein. Er wird auch dabei sein, wäre auch dabei, er wäre mitherrschen. Aber das war nicht der Fall. Schauen wir in Vers Nummer 13, lest man uns, so bitten wir, wie die Kehricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Er war behandelt wie was? Kehricht der Welt. Er war behandelt wie was? Abschaum. Nicht wie ein König. Nicht wie ein Fürst. Er wollte sie nicht beschämen, sondern erzählen, wie es wirklich ist. Und jetzt kommt er gleich zu der vierten Ermahnung, was er gibt die Korinther. Seid meine Nachfolger. Nun, muss man echt sagen, da hast du wirklich, heutzutage wir sind eine verkehrte Welt. Man möchte keine Ermahnung. Und du magst mich nicht. Ja? Muss man echt sagen, da musst du wirklich sehr viel beten und im Heiligen Geist und solche Leute, weil das sind keine liebe Kinder, die so reden. Ich glaube, die 4 oder 40 sind. Wirklich. Das sind keine Verwöhnten. Das ist, was sie sind. Und wenn die Eltern wirklich dort drauf gehen, wie man die Straße überquert, ist das aus Liebe oder weil sie wollen richtig die Kinder sagen, oh, du bist böse und ich möchte euch was befehlen. Ja? Ich habe eine Frau an der Bahndam fast überfahren. Und das erste ist ziemlich interessant. Du klingelst und die Leute sind ziemlich auseinander, denn die teilen sich wie die Roten Meer. Ja? Anstatt dass alle beide gehen nach rechts, gehen so. Und das ist ziemlich dann gefährlich, weil du weißt nicht, was sie machen. Und dann plötzlich die Frau ging links und dann ging wieder nach rechts. Und natürlich, wo die beide, wo der Roten Meer teilte, wo fahre ich? Ja? Okay. Nun, Nathalies Lieblingskollege hier, der Hansi, sagt, wenn du 15 fährst, das ist schon Rasen. Aber nach hier war es Rasen, weil ich fuhr vielleicht 20. Das ist nicht Rasen. Dann kann man schon bremsen. Aber für manche Leute ist es Rasen. Aber wenn du so schlingelst, ja, man soll mal wissen, hey, im Straßenverkehr was, man fährt die langsamer hin.
Rechts. Du musst mal beide Seiten gucken, bevor du... Weißt du, da, ich schaute mal wirklich, denn hier, weil dort auch in Weißig, die haben diese Elektroautos. Weil das Blödeste ist, und ich mache das auch ein bisschen sauber, wo ich über die Straße quer, in Schulwitz, ich sehe nichts, höre ich nichts, dann kann ich fahren. Nun, da ist auch eine Brücke, weißt du? Und wenn ich sehe, dass ein Auto über die Kreuzung geht, dann ich weiß, dass wenn ich über die Kreuzung bin, nächste Kreuzung, das Auto ist da und ich muss auf alle Fälle aufpassen. Das kann auch abbiegen ein paar Stellen, denn man muss auch vernünftig sein. Und da gibt es diese elektrische Postautos. Ich wollte mal sagen, machen die Geräusche? Die machen Geräusche. Ich weiß nicht, was für Geräusche die sind, aber den Smart bin ich gefahren, es macht keine Geräusche. Ja? Und dann diese Millionen-Euro-Auto, da sind wir auch gefahren damals, diese Hydro-Auto oder was das ist, das macht auch keine Geräusche. Kinder schauen und Geräusche sind, dann holen die was. Ne? Hey, du musst mal gucken. Und das ist lieb, die zu ermahnen und einzutreten. Und das Beste wäre, wenn die nicht wie du bist. Ja? Wenn wir über die Straße fahren, man muss beide Seiten gucken, mein Liebling. Und dann so jedes Mal. Und dann und dann gehen die. Wie viel Mal muss man dir was sagen? Hört man das erste Mal, hey du? Das ist schlecht, wenn man das erste Mal hört. Das ist so böse, der Mann. Hat schon gesagt, hey, man muss mal gucken. Hey, pass mal auf, wir müssen mal schauen. Hey! Ja? Meine, war bei Fahrrad XXL, ich habe mal denen gesagt, hey du, das ist so eine Schwuchtelklingel hier. Das hört kein Schwein. Und erstens, ich weiß, dass wenn du Fahrrad fährst, die hören dich nicht. Die wollen dich nicht hören. Ja? Aber so eine Bing, Bing, das hört keiner. Und dann kannst du mal klingeln und klingeln und klingeln und endlich rollen irgendwie vorbei. Warum hast du gar nicht geklingelt? Ja? Ja, das gibt's wirklich. Und die Leute entweder absichtlich oder unabsichtlich. Ich muss schon noch Bing, 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 Bing. Ja. Ich weiß hier, diese Bing, Bing, Bing. Ja, ich weiß nicht, das hört keiner. Na? Ja, also ich muss mal wirklich eine Bum, Klingel holen. Ich sag dir, das hören alle ein Maschinengewehr. Ja, wie Svens Maschine. Da muss ich einmal hier das als Klingel machen, ja? Na, wenn das richtig so losgeht, bum, 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 bum. Die denken, oh, wer ist dahinter? Ja? Ich meine, ehrlich gesagt, musst du erst auf ein Maschinengewehr, bis du hören kannst. Warum nimmt du ein Maschinengewehr als Christ? Ja? Hat er nicht auf einen Klingel, die man hören kann, hörst. Das wäre das Allerbeste. Sei meine Nachfolger. Nun, das allererste ist was ganz Wunderbares, ganz Herrliches. Also, Zuchtmeister in Christus. Nun, weil du weißt nicht, was das ist, das heißt ein strenger Erzieher. Sogar im Duden Altdeutsch. Ja, das ist so Altdeutsch. Ja, Uraltdeutsch. Weil es sogar wie die Engländer sagen, gibt es keinen Deutschen. Das ist wahrscheinlich Preußisch, oder? Gibt es Preußen und Sachsen und Bayern. Ja, aber Deutschen? Ja. Wenn man außerhalb ist, ist es mehr Deutsch, oder? Aber ein Zuchtmeister ist Altdeutsch für strenger Erzieher.
Nun, sie hatten viele Leute, die sie belehrten. Ganz viele. Apollos, Kephas, Paulus hat sie belehrt und viele andere. Ja? Und weil sie fleischlich waren, sie haben den einen gegen den anderen. Ja, vielleicht hatte einer hier, wie ich gepredigt. Vielleicht hat der Nächste nur einfach Lehrer. Ja? Der eine so gesagt, ihr müsst mal wirklich überlegen, was ihr macht. Ihr müsst mal wirklich denken. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3. Und hier sind wir in der Internetzeit. Im Zeitalter der Internet. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrer eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, so wie ihnen die Ohren jucken. Und das ist, was die Leute heutzutage machen. Die suchen eine Lehre, wie es denen gefällt und machen alles nach ihnen. Und geh mal zu der Internetprediger, egal wie gut oder schlecht er ist, für Seelsorge. Beistand. Wie es geht. Es gibt nicht. Die sind sonst wo. Und die Menschen, die holen sich, was ihnen gefällt. Aber hier ist die Frage, wie viele Väter hat man? Nun, nicht wie viele Zuchtmeister, Erzieher, sondern Väter hat man. Man hat nur einen Vater. Vielleicht jemand anderes hat dich erzogen, aber nur einen Vater. Es ist nur einmal ein Vater. Zuchtmeister, die könnten Hüllenfülle sein. Ja? Es lebt in der Zeit, wo die Zuchtmeister vielleicht ein bisschen besser waren, wahrscheinlich für 40 Jahre waren noch besser. Ja? Du musstest mal wirklich aufpassen. Sven redet über ein Dorf, das war kein Dorf, aber das war das Gleiche. Und du was man Blödes macht, der Nachbar sagt deine Eltern. Und deine Eltern glauben nicht, das Kind. Und da ist was los. Und niemand will das Kind schützen vor dem bösen Vater, sondern die Welt vor dem bösen Kind. Ja? Weißt du, kannst du dir mal vorstellen, wie viel Ärger du hast? Du stehst du mal auf, gehst du mal draußen zu deinem Auto und gibst keine Luft drin. Ja? Oder der Fährsten, jemand hat, wie bei Johanna, jemand streut Narben auf der Straße. Ja? Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Und weißt du wirklich, da kannst du auch das Kind schützen, falls es ein Kind war. Ja? Es kann durchaus möglich sein. Weißt du, vielleicht jemand, wie haben die das so der DDR-Zeit gesagt, jemand hat einen Paragraph. Wo wirklich das ist, der flippt mal aus. Und findet, der das getan hat, und dann geht's los. Ein Erwachsener gegen einen. Und dann es wird ihm wehtun, weil er keine. Ich kann mich noch erinnern, da gab es so einen Jungen, der hat so jemand hier aus Spaß und Freude jemand mit einem Finger zugewunken. Hat das Auto angehalten, den Finger gebrochen.
Ja, da lernst du mal ganz schön, dass, hey, das macht man nicht. Ja? Ja? Nun, hier ist die Frage, Vers 15 sagt, denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Ja? Wie ist ihren Vater geworden? Paulus war der Vater von den Korinther im Glauben. Wie? Er hat sie gezeugt im Evangelium. Ja? Er predigte das Evangelium, die sind, wie die gesungen haben, von neuem geboren und was? Er war ihr Vater im Glauben. Gehen wir in Kapitel 3, Vers Nummer 6. Ich habe gepflanzt, Paulus hat begossen, Gott hat das Gedeihen gegeben. Nun, Paulus was hat er getan? Er hat gepflanzt, er hat das Wort Gottes gegeben. Schauen wir in Vers Nummer 10, noch Kapitel 3. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeglicher aber sehe zu, wie er darauf baut. Weißt du, nun diese zweite Teil sind diese Zuchtmeister. Seh mal zu, wie du drauf baust. Aber wer hat den Grund gelegt? Paulus. So ist er ihr Vater geworden. Kapitel 9, Vers 1 und 2 in 1. Korinther. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Bin ich für andere nicht ein Apostel? So bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr in dem Herrn. Paulus hat die Gemeinde dort was? Gegründet. Nun, wir haben das angeschaut in der Apostelgeschichte, wie er das tat. Gehen wir in Römer Kapitel 15, Vers Nummer 20. Und so meine Ehre darein setze, das Evangelium nicht da zu predigen, wo Christi Name bekannt war, damit ich nicht auf einen fremden Grund baute. Nun, die Gewohnheit von Paulus war was? Dort zu predigen, wo was? Nicht gepredigt worden ist. Ja? Es war immer so herrlich, wo ich und Bruder Duke, wir gingen raus und Leute haben gesagt, wir sind nicht kirchlich, wir sind Heiden. Ich sage, gut, Kandidaten für unsere Gemeinde. Solche Leute suchen wir. Die haben immer, was? So, ja, genau, solche Leute suchen wir. Das war seine Gewohnheit. Nicht, dass er auf einen anderen Grund baute. Galater 4, Vers 19. Als Vater, weißt du nun, weißt du mal, ich denke, mein Vater sagte Samuel, wenn ich mich noch erinnere, er sagte mal, ja, die Kinder sind alle erfolgreich, dein Vater hat vielleicht nicht so viel Geld, aber er macht, was er möchte. Und ist glücklich. Und alle sind glücklich und haben das. Weißt du, das ist, was ein Vater möchte. Das ist sein Ziel. Seine Kinder sind was? Glücklich, erfolgreich. Ja? Weißt du, ehrlich gesagt, wenn jemand nicht das Ziel hat, diesen guten Namen hat er nicht verdient. Vater. Ja, du sagst, das ist ein guter Name. Weil der heißt Vater. Nee, unser Vater im Himmel. Duh. Ist nicht besser als der Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel, ein Name sei geheiligt. Und dieser Name, Vater, soll geheiligt sein. Ist heilig. Also das ist es, dass das auch Erfolg ist. Ja? Ich sagte mal hier, ja, mein Sohn ist ein Lump. Meine Tochter, eine Schlampe. Apfel fällt nicht weit vom Baum.
Das wird der Vater sein. Das haben die nicht von mir. Ja? Das haben die nicht von mir. Was ist das Vater für Gläubige? Was möchte denn Vater, der Menschen zum Herrn geführt hat, für seine Kinder im Herrn? Vers 19. Meine Kindlein, ja, das ist ziemlich deutlich, oder? Meine Kindlein, die ich abermals mit Ängsten gebäre, bis Christus so in euch Gestalt gewinne. Er will das Wort Christus in euch Gestalt gewinnen. Dass Christus wird prägen in deinem Leben. Und weißt du, das ist denn hier ist kostenlos, da musst du nicht extra dafür bezahlen. Ja, aber es kommt richtig dafür. Zuchtmeister, Vater. Was will Paulus mit den Galater, mit den Korinther, mit allen, die er zum Herrn führte? Was möchte er? Was steht? Ja, genau. Es ist nicht schwer. Wir kommen darauf hin, wie unschwer das ist. Ja? Wie unschwer das ist. Ja? Und man muss das nicht schwer machen. Man muss hinaus, vielleicht hast du Deutschtum und in Christus gehen. Es muss doch schwer sein. Noch schwer. Nein, ist es nicht. Das ist was. Paulus will, dass Christus in ihnen war. Und die Zuchtmeister, die kamen, wollten, dass die beschnitten wird. Wollten, dass die den Sabbat hält. Ja, und es gibt allerlei gute Gründe dafür. Kannst man nicht wirklich, ja, komm doch. Wenn du bist nur aus dem Glauben gerettet, und nicht aus den Werken, weißt du denn, was geschieht? Dann kannst du mal machen, was du willst. Bist du mal errettet? Er hat mich von meinen Sünden errettet. Aus seiner herrlichen Gnade, durch den Glauben. Ich liebe ihn jetzt. Will ich ihm missfallen? Ja? Wirklich? Weißt du, ich muss mal sagen, eine Arbeitskollegin, ja? Ich rief mal Ralf an, ich weiß nicht, wenn ich auf Arbeit komme, ich habe einen Plan und ich stehe mitten in der Heide. Ich sag mal, weißt du, wie der Ruder fährt? Ich sag mal, ja, sie fährt auch so dort hinten lang, aber wo sie ist, weiß ich nicht. Er rief sie an, sie kam zurück und wartete auf mich. Ich mache mal mein Fahrrad an, schließe mein Fahrrad an und sie nahm mich auf Arbeit, wir waren 10 Minuten spät. Das allererste, das ich raus sagte, ist, hey, bitte, das Ude muss nicht hier in einem stecken, damit sie nicht 10 Minuten Arbeit verliert. Dass sie war mir, was sie mich geholt hat. Ja? Und denkst du, dass, weißt du, jedes Mal ich sie sehe, ich stelle sie bei, was sie mich geholt hat? Ich bin sehr dankbar, dass sie das getan hat. Und ich sage, sie hat nicht getan, was Christus tat. Und wir probieren mal wirklich, ich versuche jedes Mal, Frieda was macht, ja, denkst du, ich muss mal überlegen, ob das dir gefällt, dass wir sie irgendwas machen. Was sie das getan hat. Hey, Christus hat so für mich getan. Hey, ich will für ihn leben. Sollen wir in der Sünde beharren? Das sei. So eine Blöde kommt und sagt, ja, da musst du mal hier beschnitten sein, jetzt musst du die Gesetze halten, du musst mal dies machen. Ja, diese Zuchtmeister. Du musst mal machen, damit du den Heiligen Geist hast. Ja, Jesus 24 Mal hintereinander sagt, Jesus. Und dann, hast du das niemals. Das ist, was die machten bei. Deswegen kam der Galaterbrief. Und dann die sagen, du bist gesetzlich. Nein. Nein. Gesetzlich heißt, du bist aus
Glauben gerettet worden und das Gesetz muss es halten. Nein, musst du das nicht. Christus hält. Ich muss mal echt sagen, hey, vielleicht man hat eine dumme Herr Papa. Kann man machen, was es will, kann man nichts. Ja? Und du sündigst und wirst errettet. Man wird das mal merken. Guter Vater. Ja? Das ist ein guter Vater. Nun, ehrlich gesagt, wie kommen wir zum Glauben? Die Gläubigen bis heute, wie kann man zum Glauben? Jakobus Kapitel 1, Vers 18. Er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch was? Das Wort der Wahrheit. Jemand hat gesagt, du hast gesündigt. Und wir haben die Hölle verdient. Aber der Herr Jesus liebt uns. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus kannst du errettet werden. Ihr müsstet von neuem geboren werden. Hast eine Geburt, du kannst in der Welt, aber um in den Himmel reinzukommen, Gottes Reich zu kommen, du musst was? Eine neue Geburt haben. Er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Jemand hat das gesagt. Nun, wie Gabriel sagte, deinen Bruder, er sagte, ich habe erst Liebe erfahren, nachdem ich mich bekehrte. Und er sagte man, Mensch, das habe ich mal so in der Gemeinde groß geworden. Nicht. Aber immer, hey, ob das von deinen Eltern sind, ob das von einem Fremde ist, der das Evangelium verkündigte, wie Paulus die Korinther, oder wo das herkam. So ist es durch das Wort der Wahrheit. Und 1. Petrus 1,23. Als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, aus dem Wort Gottes, das da lebt und bleibt in Ewigkeit. Was hat Paulus getan? Er predigte das Wort Gottes und dass die Wahrheit ist. Und da sind sie wiedergeboren, von neuem geboren. So kommt man zum Glauben. So ist er ihren was geworden? Nicht ihren Zuchtmeister, ihren Vater. Er belehrte sie auch, aber nicht, dass jemand, der was, gar keine Beziehung mit denen hat. Ja? Und nun gehen wir wieder zurück. Was sagte er jetzt? Er ist ihren Vater, er brachte sie zum Glauben, er predigte das Wort, er hat ihn nicht so überredet, das Wort Gottes ist gepflanzt worden. Der Heilige Geist überführte sie von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Die Sünde, ich glaube nicht an ihn. Gerechtigkeit, der Herr Jesus ist die Gerechtigkeit. Gericht, der Fürst dieser Welt ist gerichtet worden. Der Teufel muss gar nichts an irgendjemanden haben. Durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und die kamen zum Glauben. Was sagt er als Vater? Darum ermahne ich euch, seid meine Nachfolger. Warum? Erste, warum? Seid meine Nachfolger. Er hat sie gezeugt im Evangelium. Er war ihr Vater in Christus. Wenn Paulus nicht gekommen wäre, die wären in die Hölle gefahren. Da wäre jemand anderes gekommen. Nein. Nein. Wenn man zum Glauben kommt, ist der Weg, der Gott sagte.
Der Dienstsatz war so herrlich. Da gibt es diese ganzen christlichen Humanisten. Ja, du kannst mal glauben, wie du willst. Kannst mal machen, wie du willst. Nein. Es geht an seinen Willen. Der Mann hat gesagt, du musst nicht in die Gemeinde gehen, um dich zu bekehren, um errettet zu werden, um von neu geboren zu werden. Brother Dean sagte, ja, das stimmt, aber bei dir, du musst. Ja, Glaube an wen? Ich glaube an Jesus. Nein, der Teufel glaubt an Jesus. Ja, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das heißt, er hat jetzt das Sagen in meinem Leben. Jesus, der ist jemand, der sagt mal, sei friedlich und lieb. Der Herr Jesus ist jemand, der alles bestimmt und sagt, aus Liebe zu uns. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Das heißt, wenn Gott sagt mal in der Gemeinde, ist es in der Gemeinde. Hey, wenn er sagt mal, du bist zu Hause mit deinen Eltern, dann ist es, du bist zu Hause mit deinen. Ja, ich kann mich noch entsinnen, oder? Ne, es war du oder ich, es ist ja eigentlich egal. Das war, Samuel hat sich bekehrt und Michi, der wollte sich auch bekehren. Und dann, ja, aber du musst mir helfen. Ja, wir erklären das, du musst selber glauben. Und? Ja, es dauert ein paar Tage später, bis es geht. Es geht nach, was Gott sagt, nicht was der Mensch sagt. Er war ein Vater in Christus. Nun? Jetzt die Frage, seid meine Nachfolger. Nun, wie soll ich jemand nachfolgen? Kapitel 11, Vers 1 sagt uns das ganz klar. Seid meine Nachfolger, gleich wie auch ich Christi. Gleich wie auch ich Christi. Und Paulus folgte wem nach? Christus. Und sie sollen ihm nachfolgen, wie er wem nachfolgte? Christus. Nun, manchmal ist es so, das war nicht so schlecht. Ein Vater sagte seinem Sohn, ich bin schlecht mit Geld, aber das sollst du mal nicht sein. Tue, was ich sage, nicht was ich tue. Das ist schlecht. Kein Christ. Ein Christ soll immer wer soll gestalten uns gewinnen? Christus. Und Brother Roloff, der hat auch wunderbar gepredigt. Er hat gesagt, soll ich meine Predigt herunterbringen, so wie ich wandle? Nur Selbstgerechten verstehen das nicht. Nur Selbstgerechte. Oh, und der macht in der Predigt was und sagt Wein. Er kennt sich. Er kennt, wie heilig Gott ist und wie heilig er ist. Nun, ehrlich gesagt, wirklich. Ja, wir sind in den Zeiten von Geldautomaten. Da kannst du mal Geld holen gehen. Ja, und wenn du wirklich mit einer Kreditkarte Geld holst aus dem Automat, da bist du nicht sehr klug. Ja, weil du musst immer mehr bezahlen. Ja, das ist nicht klug. Das ist ein normalen von einer Bank der Karte, da musste man Geld. Du sollst mal nicht, naja, was ist das? Ich weiß wirklich nicht mehr. Die Sparkasse, die waren die richtige Schweine. Weißt du, du gehst mal mit einer Postbankkarte, die verlangt 7,50 €. Naja, das ist bloß 7,50 €. Ja, gibt's mehr. Wenn es bloß 7,50 € ist, hey, ich nehm's.
Brother Rudy Stenbridge, der probiert in der mexikanischen Gemeinde ein bisschen über Finanzen zu sagen. Ja, ich habe mein Kind so und so viel Geld in der Woche gegeben, auf sein Sparbuch gegeben für irgendeinen Grund. Ja, da ist $2000 auf sein Sparbuch. Und die Mexikaner, die ganze Gemeinde hat nicht das so gemacht. Mensch, ja, machst du mal jedes Mal diese 57? Ja? Aber sei wirklich dumm, dann gehst du mal und du schreibst es nicht auf. Und du denkst, du hast so viel Geld, was die Bank sagt. Ja, das ist nicht klug. Denkst du, ja, dass der Person, der seinen Sohn das sagte, hasste seinen Sohn? Aber das Beste wäre, sich zu ändern. Und dass Christus dich ändern lässt und bis du verantwortlich wirst. Ne? Wie sollen wir nachfolgen, wie in Christus nachfolgen? Nun, gehen wir in Johannes 10, 4 und 5. Warum hört man auf einen Fremden? Wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er von ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht nachfolgen, sondern werden vor ihm fliehen. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Warum hört man auf einen Fremden? Man nicht ein Schaf? Ich weiß nicht. Gehen wir in Philipper 3,17. Es kommt, folge mir nach. Das ist ein gutes Beispiel. Und welche Vorbilder sollte man nachfolgen? Philipper 3, Vers 17. Folget mir miteinander nach, Bruder, und seht auf die so wandern, wie ihr uns zum Vorbilder habt. Paulus sagte, die Gemeinde, wir sind euren Vorbild. Deswegen sollen wir miteinander folgen. Hey, wir haben es besser als die Philipper und die Korinther. Paulus erzählte von Christus. Wir haben das schwarz auf weiß. Aber, weißt du, er musste sie ermahnen, so auch sein Wandel, das untadelig war, half nichts. Na, ehrlich gesagt, eigensinnige Menschen hilft nicht viel. Außer, weißt du, ich dachte mal wirklich, ich konnte den Spaß nicht haben. Aber die waren die anderen zwei Kollegen, die waren kein gutes Vorbild. Ja? Weißt du, wir waren zu dritt, so ein Familienstreit gegangen. Und ein Indianer war besoffen und hat seine Frau zusammengeschlagen. Und wir mussten ihn abführen. So, der Indianer, der wollte nicht mit. Und die zwei Kollegen haben ihn an die Seite genommen. Und alle beide, da war eine Akte, die waren an der Seite, und er hat jede Treppe mit seinem Kopf gemessen. Bum, 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 bum. Ja, jung und dumm, Mensch, kann ich nicht den Spaß mitmachen? Nun, erstens will ich das Folgendes sagen. Weißt du, was geschah bei dem nächsten Geländer? Der Eigenwillige ist gelaufen. So, was geschieht mit Eigenwilligen? Die muss in jeder Stufe. Aber die meisten werden nicht klug. Es ist am besten einfach, folge mir nach. Aber, weißt du, was das Schlimmste ist im Familienstreit? Die Frau geht auf die Polizistin los, wenn die Polizei muss Gewalt anwenden. Und wer war dort zuständig für die Frau? Na, sie machte nichts, aber ich dachte mal später. Ja? Benny?
treuemütig. Ja? War Achsen. Ja. Sie ist nicht auf mich gegangen, aber ich war nicht das Erste, wo die Frau. Ja? Aber lerne mal daraus. Ich möchte nicht hier die ganzen Stufen messen, weil man eigensinnig ist. Folge mir nach. 1. Thessaloniker 1,6. Ich habe meine nicht lautlos gemacht. Normalerweise das geschieht, aber man kann das vergessen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und des Herrn und habt das Wort aufgenommen unter viel Trübsal mit der Freude des Heiligen Geistes. Weißt du, Paulus war ein Vorbild. Die Thessaloniker haben was ihm nachgefolgt. 2. Thessaloniker 3, Vers 9. Nicht, dass wir dazu nicht die Macht haben, sondern um uns selbst euch zum Vorbild zu geben, damit ihr uns nachfolgt. Ja? Ein Vorbild. Das hat Paulus da gemacht. Gearbeitet. Damit die Gemeinde nicht beschwert war. Nicht, dass er nicht die Macht hatte, hey, ihr sollt mir mal was zu fressen geben. Der Arbeiter ist seines Lohnes. Aber was? Nee, er hat gearbeitet, damit er niemand beschwerlich war, weil die waren in vielen Trübsal. 1. Petrus Kapitel 5, Vers Nummer 3. Nicht, dass die über das Erbe herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Eigentlich da redet Petrus mit den anderen Predigern. Ihr seid nicht hier herrschen, sondern das Vorbild. Paulus war ein gutes Vorbild. Dann gehen wir in Hebräer 13, Vers Nummer 7. Gedenket an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Den Ausgang ihres Wandels schaut an und folget ihrem Glauben nach. Ihr sagt, was folget was? Ihrem Glauben nach. Gedenke. Nun, vergesst das Wort nicht, okay? Ich hoffe nicht, dass das zu allen ein Fremdwort ist. Ja? Man probiert sehr oft, irgendwie, gehen wir wieder zurück zu unserem Text, das Evangelium. Wir hatten etwas, das hieß Haßbergen. Ich habe mal der eine in der Dispo gesagt, da möchte ich nicht wohnen. Das ist kein schöner Berg, Haßberg. Ja? Das ist eine Ortschaft, das heißt Haßfort. Und wahrscheinlich hier bei der Überquerung von dem Main dort, hier hassten einander. Ja? Ich habe gesagt, ja du, ich habe meinen Predigt gehalten. Über Städte in Deutschland. Lieblos. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, da gibt es so ein Dorf, da wohnen alle Menschen fast. Wünschendorf. Ja? Dann sagt er, ja, ist Traumland ein Ableger? Sag ich, ja, genau, Traumland. Das ist bei Wünschendorf. Ja? Sag mal, aber da ist wo ein anderes Dorf. Denkendorf. Sag ja, da so viele hinziehen. Und da soll man auch. Gedenket. Denke daran. Woran? Ja? Gehen wir zu dem Zusammenhang. Vers Nummer 10. Wir sind Namen Christi willen, aber ihr seid klug in Christus. Die Apostel waren wegen was? Christus zum Namen gemacht. Und so und wir sagen, auch wir sind klug, weil wir machen nicht wie die. Ist das, was Denken an? Die folgt mir nach ist? Ich möchte klug und kein Narr sein. Wir schwach, ihr aber stark. Ich möchte nicht schwach sein. Die waren schwach. Wir haben Hilfe. Ihr geehrt, wir aber verachtet.
bis auf diese Stunde. Nein, wir hungern durch. Das ist kein Leben für mich. Unsere Nachten werden geschlagen. Kein Leben für mich. Hey, hier gibt es einen Mann, das ist ein Prediger. Und ehrlich gesagt, er sieht auch wie ein Schürzenjäger. Allerlei Ketten und überall. Ich habe gesagt, ich möchte nicht arm sein. Ich muss mal nicht hier in der zweiten Hand, von der zweiten Hand meine Kleider holen. Und nicht der Apostel. Die haben fast gar keine Kleider, wenn die nackt waren. Ja? Wie hast du? Ich habe ziemlich viel. Suche sie nicht. Was ist die nächste Mode? Hey, Menschenskinder, du wirst immer arm sein, die nächste Mode. Und ehrlich gesagt, möchtest du ein Narr sein? Wirklich? Ich weiß ehrlich nicht, mach mal dein iPhone oder dein Telefon einmal, wenn die nächste Modeschau ist. Und dann gucke mal in der SZ an der allerletzten Seite. Weil da gibt es immer die Modeschau und da gibt es Männer und Röcke, da gibt es mal so irgend solches Zeug hier, große, riesige Huten. Und ich habe wirklich nie Leute gesehen, die sowas tragen. Aber das ist die neueste Mode. Ja? Bleib beim Alten. Ehrlich gesagt. Ja? Und was? Hey, folge mir nach, gedenke nach dem Welt. Wir haben keine bleibende Stätte. Mühen uns ab und wirken mit unseren eigenen Händen. Es sind Vorbilder. Gedenke daran. Folge mir. Na, so ein Leben möchte ich nicht haben. Das ist ein Problem. Ein Wortproblem. Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so dulden wir es. Lästert man uns, so bitten wir. Hey, wisst ihr, was da Hilfe haben? Wirklich. Ich habe Gabriel gesagt, es hilft. Soll es mehr üben? Ja. Ich habe einen Herrn gefragt, bitte erinnere mich daran. Ja. Alle Leute, die du denkst, die lesen dir. Ja. Weißt du, wir gehen auf unser guter Kumpel hier, mein Zugmeister in Deutsch manchmal, weißt du? Ja? Roland. Ja, Roland, habe ich mal irgendwie vielleicht schlecht gehört? Hm? Jemand hat mir gesagt, Richard, das heißt ausnützen, nicht ausputzen. Und er sagte, nee, ausputzen ist noch schlimmer. Ja, das ist, wenn du wirklich dann was, alles. Ja, gehst wieder zurück, vielleicht hast du ein paar Proben gelassen. Ja. Und du musst nicht wissen, was ausputzen ist, sollst du vielleicht sozial ein bisschen besser sein. Ja. Aber ich habe nicht falsch gehört. Das heißt ausputzen. Weil du denkst, jemand macht schlimmer als ausnutzen, er putzt nicht. Probiert nicht auszuputzen. Beide für den. Und die, oder es, egal was es ist. Wirklich beide machen. Jeden Tag. Guck mal, wie es dann durchgeht. Ja? Du sagst das bloß, ich sage das als ein Vater in Christus. Damit es dir gut geht. Aber ich sage dir, irgendwann ist da war so eine Frau, die ihre Hände waren so, sie ging bei meiner Mutter und ich war jung. Was ist denn los mit deinen Händen? Ja, ich habe meine Eltern belogen. Wie weißt du das, dass das so ist, weil du die belogen hast?
Aber weißt du, was ich dachte? Hey, das will ich nicht. Sehr oft diese Gicht, diese Versagen und Verbitterung. Man vergibt nicht. Kann es nicht, hey, bitte für den, die dich leisten. Es wird dir helfen. Probieren. 3 Mal. Sehen, ob es hilft oder nicht. Ja? Es wird helfen. Wirklich. Wo waren wir? Schmeckt man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so tun wir. Ich kann mich immer noch sehen, ich habe ihn nicht gesegnet, aber der Propstmann hat mir gesagt, verpiss dich. Ich habe gesagt, nee, das ist eklig, das mag ich nicht. Er hat gesagt, wirklich, das ist eklig, oder? Hat mir jemand anderes dann erklärt, was verpiss dich heißt? Ja? Aber das habe ich auch nicht getan. Aber viel für ihn gebetet, dann hat er gesagt, was? Einmal, oh, ich soll mal was einladen im Garten. Ich habe mal so einen Zug, die Kinder, die werden mal richtig drauf fahren können. Ja? Und einmal habe ich ihn in der Neustadt gesehen. Und er hat gesagt, ich wusste, du wirst mich finden. War ein Taxifahrer. Ja? Verfolgt man uns? Was? Tun wir es, lässt man uns, so beten wir. Wie die Kehricht der Welt sind wir geworden, ein Abschirm alle bis jetzt. Ey, denkst du das? Und ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen so Asi lebt, das ist was anderes, aber du lebst mal, probierst mal richtig zu tun und jemand findet dich ein Kehricht, ein Abschirm, bist in gute Gesellschaft. Das ist, was die dachten von Paulus. Sei meine Nachfolger, gedenke daran. Nun, sei meine Nachfolger. Der ganze Zusammenhang, worüber geht das? Vers 1. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und was? Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Es geht über Diener und Haushalter. Bei einem Haushalter, was ist wichtig? Treue. So man sagt, beim Haushalter ist Treue wichtig. Der Herr gibt dem Haushalter der Aufgabe, er soll es ausrichten. Schlicht und einfach. Ich sage, sei meine Nachfolger, das ist einfach. Ja? Was soll ich mal tun? Ja? Es wird gesagt, man tut das. Der Haushalter musste das nicht selber erdenken. Ja? Weil hat der Herr denn wirklich ein guter Haushalter und wir müssen mal irgendwie Gewinn bringen und man muss mal zusehen, wie es läuft. Ja? Und so ist es auch nicht. Er muss es auch nicht erklärt bekommen. Er soll das tun, was der Herr sagt. Hey, Philippus predigt in Samarien. Und Gott sagte ihm, geh in die Wüste. Hat er ihm das erklärt? Musst du das erklärt bekommen? Na, man soll es einfach tun. Aber wie bist du wirklich? Muss man das erklärt bekommen? Nun, 1. Mose 44, 1-6. Wirklich zeigt uns ganz genau, was so gut ist und so herrlich ist. Worüber ging 1. Korinther 4? Um einen Haushalter. Paulus war ein Haushalter. Seid meine Nachfolger. Was soll man sein? Treuer. Josef besaß seinem, worüber geht's? 1. Korinther, Kapitel 4. Und Josef befahl seinem was? Aha, es geht über das, was wir gerade in 1. Korinther haben. Er ist ein Haushalter.
und sprach, fülle den Männern ihre Säcke mit Speise. So, wer sind die Männer, wenn wir das wissen? Seine Brüder. Weiß die Brüder, dass der Chef Josef ihr Bruder ist? Nein, das wissen sie nicht. So viel sie führen können. Das wäre schön, wenn ihr so einen Bruder habt, no? Lege jeglichem sein Geld oben in seinen Sack. Die sind gekommen, um was? Essen zu holen. Weißt du, hey, weißt du, was hilft nicht? Das sind wie die dummen Franzosen in Russland, ne? Ja? Was haben die mitgebracht von Moskau, die Franzosen? Gold. Ja, kannst du es nicht fassen. Ja? Und irgendwie, die haben alles verbrannt, ne? Die haben von Wodka gelebt. Ja, die Franzosen, das ging bei denen nicht, die brauchten Wein und da war kein Wein. Und Josefs Bruder brachte Datteln und sowas, ja? Ich weiß nicht, ob wir Kamelen fressen, Datteln oder nicht. Die brauchen mal Getreide. Okay? Lege jedem sein Geld oben in seinen Sack. Geld hilft auch nicht in Dürre. Und meinen silbernen Becher lege oben in den jüngsten Sack mit dem Gelde für das Getreide. So hier, er hat sein silberner Becher. Wir werden mal lesen, was er daraus tut. Okay? Da er tat, wie ihm Josef gesagt hatte. Wieso denn? Sollen die nicht bezahlen? Warum so viel? Weißt du, was wird nächstes Jahr bei uns? Was hatten die gehabt? Ja, wir haben das hier in den letzten Tagen in Dürre. Die haben das so dürr, dass... Hey, die großen Türme sehen nicht gut, nicht voll aus in einer Dürre. Egal wie viel sie sind. Nein, er tat. Was er sagt. Ja? Er tat, wie ihm Josef gesagt hat. Und er war ein Haushalt. Des Morgens, da es Licht wurde, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln. Da sie aber zur Stadt hinaus waren, nicht ferner gekommen, sprach Josef zu seinem Haushalter. Worüber geht's wieder? Haushalter. Er spricht mit dem Haushalter. Auf, jage den Männern nach. Und wenn du sie ereilst, so sprichst du ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolden? Was heißt denn das? Hey, sei einmal recht klug, setze dich in seinen Fuß, seine Moccasin, ja, seine Schuhe. Setze dich in seine Stelle. Was hättest du getan? Warum habt ihr Gutes mit Bösem? Was haben die Männer getan? Was haben die getan? Wir haben nichts getan. Wer hat die was getan? Josef. Ist nicht das, daraus mein Herr trinkt, damit er weissagt? Was hat Josef mit seinem silbernen Becher getan? Ja, aber das Wichtigste war geweissagt. Ja? Hey, er trinkt, er weissagt aus dem und was. Er weiß schon, was diese bösen Buben vorhaben. Dass die das klauen. Was sei los mit euch? Ihr habt übel getan. Und als er sie ereilte, redete mit ihnen solche Worte. Nun, sag mal, auf Deutsch gesagt, wer hat denn hier übel getan? Josef. Hat der Haushalter ihm widersprochen? Hat der Haushalter verstanden, was geschieht?
nicht verstanden. Manche Leute verstehen es auch nicht. Bis du deine Schuld bekennst. Und Gott ist so gut, dass was. Wenn Gabriel und Samuel reden darüber, das ist, weil wir schuldig waren an Michi, das reicht. Weil plötzlich Josef hört die Geschichte, was sie mit ihm taten. Das wusste er nicht. Er weiß nicht, warum sein Vater ihn nicht sucht. Er hat keine Ahnung, was Jakob denkt. Und die anderen. Jetzt hört er das alles aus dem Mund des Schuldigen. Und der schuldige Mensch muss das bekennen. Und Josef hat das durch den Heiligen Geist aus ihnen gebracht. Weiß der Haushalter was davon? Muss er. Muss er? Nein. Muss er nicht. Weißt du, er tat es. Hey, er muss nicht. Weißt du, ich verstehe nicht. Wieso? Das sind nicht in der Vokabel des Haushalters. Warum denn? Das ist nicht in sein Vokabel. Solche Worte kennt er nicht. Er tut, was ihm angestraft worden ist. Nun, also er sagt nicht, was ist das für eine Gerechtigkeit? Nun, kannst du einfach das tun, was Gott sagt? Hat er schwarz auf weiß gesagt? Und kannst du einfach tun, was Gott sagt? Als ich das sagte, worüber hast du gedacht? Kannst du das tun? Was Gott sagt? Ohne irgendwelche Einwände? Das muss sein Nachfolger. Seid meine Nachfolger. Wie ich Christus war's. Nachfolger. Hey, kannst du das tun, was dir keinen Sinn macht? Hier gehört, ja? Muss man sagen, es tut mir wirklich leid. Ich wäre für diesen Personen Zuchtmeister und kein Vater. Ja? Was, einen zweiten Gottesdienst heute? Das kann mein Kind nicht antun. Die wissen nicht, was sie tun. Du musst nicht wissen, warum das Kind auch im Gottesdienst sein muss. So ist einfach. Tun, was Gott sagt. Das Kind weiß überhaupt nicht, was die Bibel, sie versteht das nicht, kann es nicht vorlesen, braucht man das nicht. Das Wort Gottes wirkt. Gott wirkt. Ja? Kannst du mal dankbar sein, dass deine Eltern das nicht sagten, ne? Ja? Meine Eltern. Ja? Mal, hey, was sie nicht wissen genau, wie und was Gott macht und wie er das macht, das muss er uns nicht erklären. So muss es einfach tun, was er sagt. Weißt du, ich muss mal echt sagen, wie Kinder gehorchen euren Eltern in dem Herrn. Hier ist was Rebellen. So wie Frauen gehorchen euren Männern. Was Rebellen sagen. Und wenn die mir was Böses sagen, Kinder gehorchen euren Eltern in dem. Normalerweise, was geschieht, ja, ich bin gesagt worden, dass ich lügen muss und ich muss meine Eltern gehorchen. Wenn es richtig geht, ne?
Hey, das Dreckhaufen muss weg. Ja? Ich mach mal weg, wenn ich will. Amen. Was dir gesagt worden ist. Eigentlich schon vorher war die selber Verächter. Guck mal, der Dreckhaufen da von den Drecksäuer. Die wissen es nicht, dass sie das von anderen Leuten. Weißt du, man soll einfach den Herrn folgen. Weißt du, da haben wir kurz Beispiel, oder? 1. Mose. Weißt du, das hat der Haushalter gar keinen Sinn gemacht. Ich weiß nicht, ob der Haushalter das je verstanden hat. Ich weiß, was wir wissen, was geschah mit den Brüdern. Gleich nachdem die gesagt haben, was geschehen ist miteinander, Josef sagte, ich bin Josef, leg meinen Vater nach, und die waren. Bitte? Vielleicht wirklich, Josef ist das größte Bild von Herr Jesus Christus. Wenn du deine Schuld bekennst und nicht so treu in dem Haushalt, was Gott mir gegeben hat, müsst ihr Josef erkennen. Er wird sicherlich offenbaren. Und das ist was herrlich und wunderbar. Sagte Paul, seid meine Nachfolger. Später sagte er was? Wie ich Christus nachfolge. Und das ist es, ja. Das sind die Leute, die nicht Nachfolger sind, sagen, ja, ich muss alles mal so den nachmachen. Nee. Ich muss die ganze Bibel lesen. Das hat Paulus niemals gesagt und werde das niemals sagen. Und ein echter Prediger wird das nie sagen. Also, du musst mal genau predigen und sagen, wie ich das mache. Ja. Gott gibt sein Volk, seine Männer, benutzt sie, ihre eigene Personalität. Elia und Elisha waren ziemlich anders. Ja? Johannes der Täufer. Weißt du, warum er ging auch keine Hochzeit? Ja, und er wurde nicht eingeladen. Weißt du, warum die ihn nicht eingeladen haben? Ja, es sah nicht gut aus, aber der wird sowieso nicht kommen. Was ist, wenn er was sagt? Und der Herr Jesus? Er ging auf die Hochzeit. Ja? Gott hat seinen Dienst für die Leute. Und Johannes sagt das richtig, oder? Er muss warten. Ich auch. Muss abnehmen. Ja? Und ich muss nur eins sagen, er war nicht durch Honig und Heuschrecken fett. Das Ich in ihm musste abnehmen. Das muss mal weg. So sei meine Nachfolger. Das ist die 4. Ermahnung. Und was erwartet Gott in einem Haushalt? Treue. Ganz klar. Sei treu. Musst du das alles verstehen? Ja? Musst du es einfach tun, was er sagt. Und der Herr war es. Und sagte einmal, hast du mal, scheint nicht sehr viel vor, warum bist du nicht da? Gott hat nicht gesagt, dass ich woanders hingehen soll. Ja? Und heute früh ein Mann würde sich der Beerdigung von seiner Mutter predigen. Gaben war. Nach 2 Jahren wird es Weihnachten, das wir ihn zuletzt gesehen haben. Wenn wir nicht da wären, woanders gegangen wären. Ja? Man muss immer treu in dem Dienst. Tun genau, was Gott sagt.
Ist dazu und nicht hinweg. 54 im Siegesgeist. 54 in der Siegesgeist.